Hallo und herzlich willkommen bei Chinos World. Ich möchte mir gerne eine Software kaufen bei Chinos World und dazu natürlich ein Bonuspack auswählen oder mehrere Dateien, das geht natürlich genauso. Und möchte auch ein paar Packs von Yamaha installieren, habe aber überhaupt keine Ahnung, wie ich da vorgehe. Und zwar habe ich jetzt auch keinen Yamaha Expansion Manager drauf. Ich wusste bis vor kurzem überhaupt nicht, dass man den überhaupt braucht. Und deshalb gehen wir jetzt mal ganz einfach vor. Wie fange ich da an? Also bevor ich da irgendwas bestelle, würde ich einfach mal schauen, ob ich das mit dem Rechner hinbekomme. Ich habe einen älteren Windows 10 Laptop und da habe ich mir ein Konto hier gebaut, und zwar ein Benutzerkonto, und habe da gar nichts installiert. Ich habe da eine E-Mail-Adresse drauf und ich habe einen Browser drauf, der Google Chrome. Ich benutze da jetzt alles von Google und sonst habe ich nichts da drauf. Ja? Und so, und da gehe ich jetzt mal wie folgt vor. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Internetseite von Chinos World. Da gehe ich auf den Google Chrome und gebe ein www.chinos-world.com. Das ist die neue Adresse und die routet mich dann zum Sinfonia Sound Atelier, also sinfoniamusik.de. Das wird irgendwann mal ganz wegfallen. Chinos World wird dann eigenständig sein und dann werden wir das jetzt mal betätigen und dann sind wir eben wieder auf dieser Grundseite von Sinfonia Musik. So, und da haben wir auch schon gleich mal den Überblick. Wir sind auf dieser Hauptpage und können uns da mal umschauen, was es da so für Expansions gibt. Das haben die meisten ja schon gemacht und dann kommen die auf die Idee, das würde ich jetzt gerne installieren. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich da vorgehe. Oftmals gibt es die Möglichkeit, dass ein Händler das Gerät schon vorinstalliert hat und da sich schon Software drauf befindet. Und diese Software ist natürlich dann in Gefahr, weil wenn die überschrieben wird mit irgendeiner anderen Software, ist die weg. Aber überhaupt kein Problem. Wir schauen uns das mal an, wie wir da vorgehen. Ja? Und dazu gehen wir eben mal auf Yamaha Utilities, weil wir brauchen da eben ein Werkzeug und dieses Werkzeug heißt Yamaha Expansion Manager und zwar die 2.11 Version für Windows 10 oder Windows 11. Ich habe hier ja Windows 10 drauf, da gehen wir jetzt drauf und guck mal, jetzt muss ich diese Cookies auswählen, okay, das mache ich mal, akzeptiere ich alles hier. Und da habe ich hier die Möglichkeit, hier noch mehr anwählen zu lassen. Und dann haben wir hier schon den Expansion Manager für Windows. Hier gibt's für die Apple-Leute diese Versionen. Ja, so. Da muss jeder dann selber wählen. Wenn er ein älteres Betriebssystem hat, kann er die 2.7-Version nehmen. Aber da wird's dann kritisch, weil die Packs, die arbeiten, beziehungsweise das Gerät Chinos 2 braucht natürlich die Kennung 2.11. Ja? Das hat also was auch mit dem Gerät zu tun. Ich gehe mal davon aus, das ist die letzte Aktualisierung 2020, dass die 2.7-Version noch mit dem Chinos 1 kompatibel ist. Ja? Aber hier wird's bei Chinos 2 wird's schwierig. Also da braucht ihr schon die 2.11-Version, weil da der Chinos 2, der ist ja erst in der 2.11 oder 2.10 Version reingekommen, ja. Und sonst würde dieses Gerät nicht erkannt werden, ja. Aber das muss man ausprobieren. So, jetzt möchte ich mir den runterladen. Ja, das habe ich auch schon mal ausprobiert. Deshalb werde ich das mal noch mal schnell löschen, damit ich zeigen kann, wie ich da vorgehe. Ich gehe da drauf. So, und ist ja kostenlos, ganz klar. Kann auch niemand, der kein Chinos oder kein PSR SX-Serie hat, kann auch niemand was damit anfangen. Ich sage ja, ich stimme zu und lade die Software runter. Und guck mal, da geht's jetzt hier in den Download. Und jetzt hat der hier angezeigt, ja, wir sind schon fertig. Und jetzt gibt's hier ein kleines Icon und es führt mich gleich zu dem Download-Ordner. Weil viele wissen jetzt nicht, wo finde ich denn die Software auf meinem Gerät? Ja, guck, das kann ich jetzt auch noch mal zeigen.
Ich mache dieses Fenster wieder zu, weil guck mal, der hat hier den Pfad, steht hier auf dieser PC, ja. Und deshalb wissen viele nicht, wo finde ich denn eigentlich, kann ich noch mal zeigen, ich mache das zu, ich mache das mal kleiner und gehe bei Windows auf meinen Datei-Explorer, gucken, wenn ich hier auf Downloads gehe, dann bin ich genau in diesem Ordner drin. Ja, ganz einfach. Und jetzt ist der hier verschnürt, diese Datei. Das kann auch sein, dass es so angezeigt wird als Details oder als Liste. So, das ändere ich hier mal um, dass es größer aussieht. Und ich habe jetzt hier ein Programm drauf, das heißt WinRAR. Das ist ein freies Programm, wo man diese Dateien verschnüren oder verpacken kann. Das hat Windows aber von Haus aus dabei. Und wenn man mit der rechten Maustaste da drauf geht, dann kommt so ein Kontextmenü, sagt man dazu. Und das nennt sich WinZip. Ja, das ist automatisch drauf. Bei mir wird jetzt eben dieses WinRAR angezeigt. Entpacken nach YEM 2.11, ja, möchte ich. Und zwar macht er das jetzt in den Ordner hier rein. Ja. Falls der Download-Ordner voll sein sollte, dann finde ich das dann besser, sonst sind die Dateien so zerstreut. Hier habe ich von meinem PSR SX920 diese Infodatei, da kommen wir auch noch dazu. Und wir haben hier den Yamaha Expansion Manager und den installiere ich jetzt mal. Guck, da muss ich hier in den Ordner auch noch mal rein. Und jetzt gehe ich hier mit der rechten Maustaste als Administrator ausführen. Und dann kommt bei mir so eine Warnmeldung und die ignoriere ich jetzt einfach mal. Und jetzt macht er eben praktisch diese Installationsroutine auf. Und dann gehe ich hier auf Weiter und alles andere oder alles weitere geht automatisch. Ja, so, nachdem das also jetzt praktisch installiert wurde, finden wir, ich breche das jetzt mal ab, finden wir diese Datei entweder hier auf dem Desktop, hat er dieses Icon installiert und ich habe dieses Icon mal bei mir da drauf gesetzt. Also guck, wenn ich das da hochschiebe, dann macht er hier einen Link, dann sieht das eben so aus. Ich habe es bei mir in die Datei, also in die Startdatei reingeschoben, da kann man hier drauf gehen und sagen, von Start lösen steht hier dran oder an Start anheften. Ja, das kann man machen. Also da habe ich dazu die rechte Maustaste gedrückt, ja, weil ich habe das nicht so gern auf dem Desktop drauf. Ich möchte es dann hier in dem Startmenü haben, ja. So, jetzt lade ich das mal rein und starte ich das mal. Und wir sehen hier ein sehr, sehr einfach zu bedienendes Programm, das aber schon unter der Haube mehr zu bieten hat, wie das, was man hier sieht. Wir sehen hier also praktisch die aktuelle Version, die 2.11 Version. Alles klar, und das war's eigentlich schon. Was ich jetzt aber unbedingt brauche, das ist A, für den Expansion Manager und für Genos World, um etwas zu bestellen, muss ich jetzt an mein Genos 2, Genos 1, SX920 oder SX900, um dort den Instrument-Info-File abzuspeichern. Und da gehen wir jetzt mal eben schnell hin. Ich mache das Programm zu und wir befinden uns jetzt gleich an meinem Genos 2. Hier an meinem Genos 2 angekommen, habe ich nun den USB-Stick eingelegt und möchte den Instrument-Info-File abspeichern. Der Info-File ist die Kennung von Ihrem persönlichen Gerät und kann wie folgt erreicht werden. Wir gehen hier auf die Menüseite. Ich habe mir angewöhnt, hier zweimal gleich drauf zu drücken. Das heißt, ich wähle an und drücke nochmal. Dann springt automatisch das Menü auf die Nummer 2. Geht natürlich auch hier im Display. Oder es gibt auch die elegante Version, dass man rüberstreicht. Ja, das geht auch. Aber die ganz schnelle Variante ist eben zweimal den Menü-Button drücken. Jetzt haben wir hier schon Expansion. Und wir haben hier die Funktion Export Instrument Info und dann sagt der Export wird ausgeführt, schließen Sie eine USB-Flash-Laufwerk an und so weiter und so fort. Das habe ich gemacht an der Rückseite oder an der Vorderseite und kann jetzt mit OK bestätigen und der Vorgang ist abgeschlossen. Das war's schon. Wir brauchen nichts mehr machen. Der Name von diesem File, den er abgespeichert hat, ist eben dieser Genos 2. Dann kommt ein Unterstrich Instrumentinfo.n27. Das ist die Datei.
Nach diesem Namen müssen wir Ausschau halten und den dann auf dem USB-Stick wieder finden. So, das war's schon für diese Sache. Wir gehen zurück an den Computer. So, wieder angekommen an meinem Rechner. Jetzt habe ich ja diesen Infofile auf meinem USB-Stick. Den lege ich jetzt mal ein in meinem Computer. Und guck, das Schöne daran ist, das ploppt ja schon auf, dieses Fenster. Und da haben wir genau die Datei, die praktisch das Genus 2 angegeben hat. Das stand drin, Genus 2, und dann kommt dieser Underline und dann kommt Instrumentinfo.n27, ja. So, und jetzt ist es wichtig, wie versende ich jetzt diese Datei und wie bestelle ich praktisch meine Software. So, dazu gehe ich jetzt eben wieder auf die Genus World Seite und ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Dream Guitars zu ordern, und dann möchte ich dazu, das passt ja natürlich sehr gut, die Shadows Gitarre. Wir dürfen auch nicht vergessen, diese Shadows Gitarre, die ist gar nicht so ungewichtig. Also diese Bonus-Expansions, die werden sogar abgedatet, ja. Es gibt hier mehrere Updates und wir haben hier ganz ordentlich eine Playliste. Wir haben praktisch diese Guitar Amp Collection mit drin, also diese verschiedenen Amp-Einstellungen, die Verstärker-Einstellungen. Da wird uns auch eine Datei mit dazu geliefert. Das möchte ich auch mal zeigen, wie man die dann installiert. Ja, und wir haben dann Noten dazu. Wir haben dann ein Fusion-Track, Orchester-Playback und so weiter und so fort. Was Fusion-Tracks sind, können wir uns hier anschauen. Fusion-Tracks. Was sind Fusion Tracks und die Plus-Version, und hier wird's erklärt in dem Video. So, aber wir gehen jetzt wieder zurück und bestellen uns eben Dream Guitars, die Shadows Guitar. Das sind Bonus-Expansions und die kann ich ja dazu ordern. Pro Expansion Pack kann ich mir ein Bonus-Pack dazu bestellen. Und dann möchte ich noch den James Last, den möchte ich auch noch. Und dazu wähle ich mir Enigma. Das schaue ich mir hier mal kurz an und höre mir die Demos durch und schaue mir an, was ich da bekomme. Das sind 2 Fusion Tracks mit drauf. Ja, und es gibt's hier für die Geräte Genus 2, Genus 1, SX900 und SX920. So, und jetzt geht's zurück zum James Last und von dort aus starte ich jetzt mal in den Shop rein. So, wir gehen in den Shop und das haben wir ja schon gemacht. Guck, da wird's auch nochmal gezeigt. Geht ziemlich einfach. Und jetzt möchte ich da denen von Genus World hier mal meinen Infofile schicken. Dazu nehme ich jetzt nicht diesen Link hier, weil ich habe kein fixes E-Mail-Programm eingerichtet auf dem Computer. Ich habe aber eine E-Mail-Adresse, die möchte ich aber mit dem Browser erreichen. Guck mal, ich zeige euch mal, was da passiert, wenn ich hier drauf gehe. Passiert eigentlich im Prinzip jetzt erstmal nichts. Ich muss noch mal draufklicken. Da passiert gar nichts. Guck mal. Da komme ich jetzt nicht. Ich habe es vorher mal probiert, da komme ich gar nirgends weiter, ja, weil ich hier kein E-Mail-Programm drauf installiert habe. Was ich jetzt aber mache, ich habe hier die Adresse und da gehe ich mal mit der rechten Maustaste drauf und sage hier E-Mail-Adresse kopieren, ja. So, und dann gehe ich hier auf einen zweiten Reiter und da habe ich ja meine Gmail Software hier schon drauf, dieses Gmail-Programm. Wir haben hier, wenn wir ein Gmail-Konto haben, uns das erstellt haben, haben wir hier natürlich auch diese ganzen Apps, die kann ich alle kostenlos nutzen, ja, sogar hier die Gemini KI und so weiter. Aber wir gehen jetzt eben mal zum Gmail-Programm. Guck, da gehe ich hier drauf und jetzt bin ich in meinem Gmail-Programm und jetzt gehe ich hier auf E-Mail schreiben und mache das mal hier ein bisschen größer und dann wird die E-Mail-Adresse eingewählt. Die habe ich ja hier schon gespeichert. Ich kann jetzt auch natürlich, ich habe das mit der Tastatur gemacht, ich gehe hier einfach auf Einfügen. Guck, rechte Maustaste, ich mache das nochmal weg, rechte Maustaste einfügen, so Betreff, mein Instrument Info-File. Also ich bin praktisch der Max Mustermann. Die Adresse und so weiter, das ist alles nicht wichtig. Einfach, ich bin der Max Mustermann. So, das kann ich jetzt noch etwas größer machen hier und sag groß. Und hier ist mein Info-File.
File. So, jetzt, wie bekomme ich, oh, da fehlt noch ein N. Wie bekomme ich jetzt, schreibe ich noch schöne Grüße, muss ich aber nicht. Wie bekomme ich jetzt diese Daten, die hier auf dem USB-Stick da, auf dem USB-Laufwerk drauf sind, wie kriege ich die jetzt da rein in das Programm? Ja, ist eigentlich recht einfach. Da gibt's hier so eine Klammer und diese Klammer, die gibt es auf allen E-Mail-Programmen. Ja, und da kann ich jetzt praktisch hier, guck, da steht auch dran, Datei anhängen und dann gehe ich da drauf. Dann komme ich ja wieder auf meinen Computer drauf. Ja, so, und da gehe ich jetzt auf das USB-Laufwerk, ja, hier, und da habe ich diesen Info-File und sage einfach hier öffnen. So, guck, jetzt wird der da angehängt, der hat 1 Kilobyte, ja, und dann ist der hier mit dabei und wir können den runterladen. Also guck, manche Leute, also es sind schon einige E-Mails gekommen, die haben das so geschickt. Guck mal, ich versuche das jetzt mal nachzubilden. Und zwar, ich kopiere jetzt diese Schrift hier, Genos 2, und mache das mal hier rein. Guck so, und dann Punkt N27. Ja, so haben wir das. Nee, Moment, da fehlt noch das N. So haben wir das auch schon bekommen. Aber damit können wir nichts anfangen, weil, guck mal, das ist ja jetzt nur eine Schrift. Wir brauchen die Datei. Das ist die Datei, die können wir runterladen und das ist praktisch nur die Schrift. Ja, so. Alles klar. Und jetzt sende ich das ab. So. Und jetzt habe ich das schon mal gemacht. Das ist jetzt schon mal erledigt. So. Und jetzt gleichzeitig gehe ich jetzt hin. Jetzt haben die E-Mail schon bekommen. Mal gucken, ob da irgendwas passiert. Kriege ich da irgendwie eine Antwort? Nö. Nein, ich kann da keine Antwort bekommen, weil die Antwort bekomme ich erst dann, wenn ich da ein Bonus-Pack bzw. ein offizielles Expansion bestelle. Ja, so. Weil ich habe das ganz ehrlich gesagt nur einmal gemacht. Ja, so, da steht jetzt, also diese Sache ist erledigt da oben, diese Sache ist auch erledigt. So, und jetzt gehen wir direkt zum Kauf. Also hier, das sind die Bonus-Expansions, da steht es auch nochmal dran. Wir können ein Bonus-Expansion dazu wählen pro offiziellem Pack. Wir können hier aber auch nochmal schauen, wenn ich sage, das wäre auch nicht schlecht, dann schaue ich das mir an. Guck mir die Videos dazu an, lass mir da alles schön erklären und jetzt gehe ich wieder hier zurück. Guck hier wieder zurück mit dem Pfeil. Das hat jeder Browser und da sind wir wieder hier. Ja, so jetzt gehe ich ganz runter und gebe einfach meine Daten ein. Also ich bin ja der Max und dann der Nachname ist der Mustermann und dann die E-Mail-Adresse. Das wäre praktisch diese Gmail-Adresse, die ich habe. Die weiß ich selber nicht, weil die habe ich mir gebaut. So, und die kopiere ich hier mal, die ist kein Geheimnis, weil die wird eigentlich nicht benutzt. Das ist eine reine Demo-Adresse jetzt, ja. So, und die kommt hier rein. So, guck mal, das ist meine Adresse. So, und dann wähle ich mir hier aus, ach komm, die Tonmill Organs, die möchte ich, dann möchte ich hier die Dream Guitars, haben wir ja gesagt. Die Sonic Collection finde ich auch nicht schlecht und Tribute to James Last. Und jetzt habe ich aber auch schon 1, 2, 3 Packs habe ich mir gekauft, 4 Packs. Ja gut, was mache ich dann? Dann sage ich natürlich, das möchte ich für Genos 2. Und dann sage ich natürlich, da ich ja 4 Packs gekauft habe, ich möchte 1, 2, 3, 4. Dann könnt ihr mir gleich alles schicken. Ja, so. Und da kommen ja noch weitere Bonus-Packs dazu. Und die kann man später dann noch anwählen. So, und jetzt schreibe ich hier so, hallo, das ist mein erstes Mal. So, alles klar. So, das ist mein erstes Mal. Hoffe, es klappt. Das schreiben auch viele. Natürlich, das klappt immer. Und dann, jetzt muss man dazu sagen, also die Shopgebühr bzw. PayPal, die wollen ja immer, weil dieser Shop, das ist ja ein gemietetes System und die wollen da immer eine Gebühr. Da haben wir also nichts davon, das wollen die. Jetzt gehe ich auf Bestellung einreichen, jetzt muss ich mal schauen, was passiert jetzt da. Bestellung einreichen, jetzt bin ich hier gelandet. Okay. So, jetzt bin ich der Max Mustermann, Telefonnummer, naja gut, okay, keine Ahnung, 0172, irgendwas schreibe ich da jetzt mal hin. So,
Genau. Okay, alles klar. Und jetzt warten wir mal ab, was da passiert. So, der erste Teil des Videos ist hiermit abgeschlossen. Im nächsten Video werden wir die Software angeliefert bekommen und schauen uns dann an, wie wir weiter vorgehen. Das Reinladen in den Yamaha Expansion Manager, das Dazuladen anderer Packs von Yamaha, wo bekomme ich die Software her und so weiter. Das begleitet uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Anschauen und tschüss bis zum nächsten Video.